Moin Agents! In diesem Teil der Serie schauen wir uns einige Brandsets genauer an, ich zeige euch zwei gute Gearsets, außerdem erkläre ich euch, für was ihr improvisierte Teile gebrauchen könnt und wir werfen einen kurzen Blick auf die Mods. Solltet ihr Teil 1 verpasst haben, den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut doch auch gerne mal auf Twitch vorbei. Ein Brandset gibt euch immer 3 verschiedene Boni, je nachdem wie viele Teile ihr von diesem Brandset anhabt. Ihr seht hier beispielsweise 15% Schaden durch kritische Treffer im Einteile-Bonus, plus 15% Explosionsschaden im Zweiteile-Bonus und plus 15% Kopfschusschaden im Dreiteile-Bonus. Deswegen ist es sehr wichtig, welche Teile ihr in eurem Bild anhabt. Es gibt 4 Brandsets im Spiel, die grundsätzlich wichtig sind für Damage-Builds. Diese bieten uns neben Crit-Chance und Crit-Schaden auch Kopfschussschaden, Waffenschaden, Lebensenergieschaden oder Rüstungsschaden. Es handelt sich hierbei um Providence Defense, Cesca Viropa, Grupo Sombra und Walker und Harris. Wobei Walker und Harris hier tatsächlich eher der Vollständigkeit halber erwähnt wird. In der Praxis stellt sich dieses Brandset als das schlechteste von den 4 genannten heraus. Dennoch ist es bei einigen Konfigurationen durchaus sinnvoll. Zusätzlich gibt es weitere Brandsets, die den waffenspezifischen Bonus geben. Es handelt sich hier um Petrov Defense für LMG-Schaden, Overlord Armaments für Gewehrschaden, Thatcher Tough für den Shotgun-Schaden, Douglas & Harding für Pistolenschaden, Fenris Group für Sturmgewehr, Sokolov Concern für MP-Schaden und Araldi Holdings für Scharfschützengewehre. Sehr gut für Crit-Builds und somit auch für alle Schadensbuilds ist Grupo Sombra. Ihr bekommt hier als Einteile-Bonus Schaden durch kritische Treffer. Im Regelfall habt ihr hier auch nur ein Teil von an. Nach wie vor ein Allrounder-Set ist Providence Defense. Ihr bekommt hier plus 15% Kopfschussschaden im Einteile-Bonus, 10% Chance auf kritische Treffer und 15% Crit-Schaden im 2- und 3-Teile-Bonus. Lediglich die 15% Kopfschussschaden als erster Bonus sind hier nicht optimal. Cesca Viropa ist ebenfalls wie Grupo Sombra mit einem guten Einteil-Bonus ausgestattet. Hier bekommt ihr 10% Chancen auf kritische Treffer. Des Weiteren sollte auch Walker, Harris und Co. erwähnt sein. Hier bekommt ihr 5% Waffenschaden, 5% Rüstungsschaden und 5% Lebensenergieschaden. Solltet ihr ein MP-Build spielen, ist besonders Sokolov Concern noch positiv hervorzuheben, da es hier zusätzlich zum MP-Schaden im 2- und 3-Teile-Bonus 15% Crit-Schaden und 10% Crit-Chance gibt. Kommen wir nun zu den Gearsets. Es gibt nur 2 Gearsets im Spiel, die ordentlich auf Schaden ausgelegt sind. Die können dafür aber richtig punkten. Das erste Set, das ich euch zeigen werde, ist Dilemma des Verhandlungsführers. Danach schauen wir uns noch Zorn des Jägers an. Gearsets unterscheiden sich wie folgt zu den Brandsets. Ihr habt hier einen 2-Teile-Bonus, einen 3-Teile-Bonus und einen 4-Teile-Bonus. Bei den beiden angesprochenen Gearsets solltet ihr jeweils 4 Teile anziehen, um den maximalen Bonus zu bekommen, da erst dadurch die Gearsets richtig sinnvoll werden. Beim Dilemma-Set bekommt ihr für den 2-Teile-Bonus 15% zusätzliche Crit-Chance. Als 3-Teile-Bonus bekommen wir 20% Crit-Schaden. Das Besondere am Dilemma-Set ist aber der 4-Teile-Bonus. Hier könnt ihr durch einen kritischen Treffer einen Gegner markieren. Ihr habt die Möglichkeit bis zu 3 Gegner zu markieren, dieser hält 20 Sekunden lang. Trefft ihr danach einen der markierten Gegner mit einem kritischen Treffer, erhalten alle anderen markierten Gegner 60% des Schadens. Ihr könnt also mit einem kritischen Treffer bei 3 markierten Gegnern zusätzlich 120% Schaden anrichten. Zusätzlich bekommt ihr plus 2% Crit-Schaden, sobald ein markierter Gegner stirbt. Dies kann bis zu 20 Mal gestapelt werden bis zum Ende des Kampfes. Für diesen genialen Bonus gibt es allerdings bei allen Gearsets einen kleinen Haken. Ihr habt im Gegensatz zu den normalen Brandsets nur ein Kernattribut und ein weiteres Attribut. Ihr bekommt keine 2 zusätzlichen Attribute, somit wird euch immer ein Stat fehlen. In diesem Fall muss man aber ganz klar sagen, gleicht der 4-Teile-Bonus den fehlenden Stat wieder aus. Des Weiteren haben Gearsets auf dem Rucksack und auf der Brust noch ein besonderes Talent. Schauen wir uns jetzt das Rucksacktalent zum Dilemma an. Hier würdet ihr statt den zusätzlichen 60% bei markierten Gegnern 100% Schaden machen. Das hört sich in der Theorie ganz gut an, in der Praxis wird euch dafür allerdings ein anderes Rucksacktalent fehlen, sei es eine Wachsamkeit, sei es der Memento-Rucksack, dementsprechend muss man hier sehr gut überlegen, mit welcher Variante man geht. Bei der Brust könnt ihr stattdessen nicht nur 3 Gegner markieren, sondern 5 Gegner. Aber ähnlich wie beim Rucksack fehlt euch auch hier wieder ein Brusttalent, das ist auch der Grund, warum ich diese Brust nicht spiele. Beim Zorn des Jägers Set bekommt ihr über den 2-Teile-Bonus 15% Schrotflintenschaden und 15% MP-Schaden.
Das macht das Set für diese beiden Waffenkategorien natürlich besonders gut. Durch die anderen Boni können sogar andere Waffengattungen damit gespielt werden. Der 3-Teile-Bonus gibt uns 20% Rüstung durch Kills und 100% Lebensenergie durch Kills. Auch hier ist der 4-Teile-Bonus natürlich wieder ganz besonders gut. Gegner im Umkreis von 15 Metern zu euch erhalten eine Schwächung, die euren Waffenschaden um 20% erhöht. Tötet ihr einen dieser geschwächten Gegner, erhalten weitere Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar. Aufgrund der Reichweitenbeschränkung in diesem Set muss man damit natürlich relativ aggressiv spielen. Wer das allerdings beherrscht, wird damit umso mehr Spaß haben. Besonders gut funktioniert diese Variante mit der exotischen Shotgun Scorpio. Durch den Rucksack bekommt ihr eine Erhöhung der verschwommenen Sicht von 5 auf 10 Meter. Auch dieses Talent kommt für mich nicht an andere Rucksacktalente ran. Bei der Brust wird die Wirkungsdauer der vorhandenen Stapel von 10 Sekunden auf 30 Sekunden erhöht. Auch hier nutze ich lieber eine Brandset-Brust. Ich werde euch die beiden Gearsets noch genauer im Detail in den kommenden Folgen vorstellen. Schaut also wieder rein, falls ihr hierzu mehr wissen wollt. Ein weiteres Gearset bekommt noch eine kurze Erwähnung, es handelt sich um das Asse- und Achten-Set. Da es sich hierbei aber lediglich um ein Scharfschützengewehr-Set handelt und dieses im Spiel nicht mehr unbedingt das beste Set ist, werden wir uns das hier nicht genauer anschauen. Kommen wir nun zu den improvisierten Teilen. Falls ihr euch fragt, was sind improvisierte Teile, noch nie davon gehört, dann zeige ich euch das jetzt. Wenn ihr in der Fertigungsstation weiter nach unten scrollt, könnt ihr hier improvisierte Handschuhe beispielsweise herstellen. Außerdem kann ich euch noch die improvisierten Holster und Knieschoner ans Herz legen. Der große Unterschied zwischen improvisierten Teilen und den vorhandenen Brandsets ist, dass es hier keinen Brandset-Bonus gibt. Dafür bekommt ihr allerdings einen zusätzlichen Mod-Slot. Da es normal im Spiel keinen zusätzlichen Mod-Slot bei einem Knieschoner, Holster oder Handschuh gibt, habt ihr hier die Möglichkeit, diesen zu nutzen, falls ihr kein passendes Brandset mehr zur Verfügung habt für euer Bild. Anhand meines Shotgun-Builds schauen wir uns kurz an, warum ich hier improvisierte Teile gewählt habe. Wir wollen für dieses Bild maximale Crit-Schaden und Crit-Chance bei gleichzeitig hoher Rüstung. Sinnvolle Brandsets hierfür ist einmal Cesca Viroba und Grupo Sombra. Außerdem habe ich für den Shotgun-Schaden Badger Tough gewählt. Für die zwei übrigen Teile ist weder Walker und Harris noch Providence Defense eine gute Wahl. Bei Providence Defense bekommen wir 15% Kopfschussschaden im ersten Brandset-Bonus. Das möchte ich für das Shotgun-Bild nicht unbedingt haben. Deswegen fällt meine Wahl auf die improvisierten Teile. Über den Modplatz hier bekommen wir einmal 11,9% Crit-Schaden und beim Holster bekommen wir nochmal 12% Crit-Schaden. Insgesamt könnten wir so also bei maximalen Mods bis zu 24% Crit-Schaden dazu bekommen. Würden wir hier Providence Defense nutzen, würden wir 15% Kopfschussschaden und 10% Crit-Chance bekommen. Da wir von der Crit-Chance schon am Cap sind, würde uns das natürlich nichts bringen und auch der Kopfschussschaden ist nicht optimal für unser Shotgun-Bild. Deswegen habe ich hier zwei improvisierte Teile genutzt, um noch mehr Schaden rauszuholen. Ihr könnt improvisierte Teile natürlich nicht nur für Damage-Sets nutzen. Wie ihr hier seht, können diese auch mit Rüstung kommen oder auch mit Skill-Tier. Stellt euch einfach die benötigten Teile her, die ihr braucht. Durch die Optimierung ist es mittlerweile natürlich deutlich einfacher, hier an richtig gute Sachen zu kommen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Modplätze. Ihr bekommt hier Chance auf kritische Treffer bis zu 6%, Kopfschussschaden bis zu 10% und Crit-Schaden 12%. Auch hier sieht es ähnlich wie bei den Attributen aus. Für die meisten Sets sind sowohl Crit-Schaden als auch Crit-Chance elementar wichtig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In den kommenden Teilen zeige ich euch die besten Talente im Spiel. Natürlich auch, welche Waffen ihr gut nutzen könnt. Wir werden einen Blick auf die Exo-Teile werfen und ihr bekommt von mir ein paar gute Builds an die Hand, die ihr auch noch relativ schnell und easy aufbauen könnt. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr Fragen im Allgemeinen rund um das Spiel habt, dürft ihr natürlich auch gerne auf Twitch vorbeischauen und mir eure Fragen stellen. Das war's für heute, ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao! Okay. Wyvern ist dead. Dicken nur noch. Hunde, ich höre Hunde. Ja, ja. Fuck, jetzt hat's eingeschlagen. Hast du dein Ding Der gemacht? eine hat noch.